Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Ihr habt nachgefragt, wie geht's bei uns? Ja, was soll ich sagen? Es ist ein Fulltime-Job. Ich muss irgendwie auch gucken, dass ich arbeiten kann hier. Und die Nächte sind auch anstrengend. Aber gut, es ist wie es ist. Und ja, es kann ja auch nicht verändert werden. Und deshalb nimmt man es ebenso an. Ansonsten gibt es bei mir nicht viel zu berichten. Ich bedanke mich wie immer für eure Spenden auf meinem Konto und bei PayPal. Es hilft mir gerade auch sehr, weil ich ja nicht so den Kopf dafür habe. Oder auch die Zeit, sagen wir so. Aber hier geht es gleich los mit einer Bewegung, die ein bisschen Glück mitbringt. Gute Nachrichten auch, gute Neubeginne. Etwas ereignet sich jetzt auch in kurzer Zeit für die nächste Woche, die ersten Tage schon, wo die Energie ziemlich gut ist. Und überall da, wo es nicht geflutscht hat oder wo man nicht so vorangekommen ist, gibt es jetzt Vorwärtsschwung. Ne? Wir haben eine Richtungsänderung in eine bessere Energie, etwas Erleichterung auch. Wir können die Belastungen so ein bisschen hinter uns lassen. Wir liegen in unserem eigenen Haus und sind relativ in guter Position. Ne? Wir haben die Grenze gewahrt. Wir bauen auf unseren Untergrund, auf unser Fundament. Es gibt ja an sich viel Bewegung im Leben. Das heißt, es könnte einiges zu tun, zu kommunizieren sein. Aber ich sehe auch, dass sich etwas, naja, wie soll ich sagen, was sich im Umfeld so gezeigt hat, wo es viele Dinge gab, die nicht klar waren oder wo man so ein bisschen Kampf damit hatte, dass da jetzt die Harmonie kommt, der Umbruch zur Harmonie. Etwas wird entschleunigt von der Energie so, dass es so friedlicher ist einfach. Möglicherweise gibt es viele Themen hier, die im familiären Bereich, also im familiären Umfeld oder im Umfeld an sich, in so eine Transformationsphase gehen, wo sehr viele Schattenthemen bearbeitet werden, wo Neubeginne, die bisher verstrickt oder blockiert waren, und das emotionale Feld auch sehr belastet. Das liegt hier schön in der Auflösung drin. Das gibt hier so eine Woche, wo man auch sehr intuitiv und ja, ich würde fast sagen, hellsichtig unterwegs ist. Das Gegenüber liegt hier im Haus der Blumen drin. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Es guckt hier aus dem Kartenblatt heraus. Das bedeutet, hier kommt eine neue Phase. Viele Ereignisse, die von außen bestimmt waren, ja, die auch so Schnitte gemacht haben im Umfeld oder im näheren Feld überhaupt der Energie. Guckt mal, das ist hier wunderschön. Wir haben hier im Haus der Neubeginne den Klee drin. Und wir haben im Haus des Klees die Neubeginne drin. Ihr dürft euch das so vorstellen, dass überall da, wo man so ein bisschen Aufschwung und Weiterkommen braucht, da eine kurze, gute Bewegung möglich ist. Ich habe hier eine Dame, die wirkt sehr unterstützend. Das kann jetzt die eigene Mutter sein. Das kann eine Freundin sein, jemand, der unterstützend wirkt. Jemand, der so ein bisschen Anteil nimmt auch. Und es sieht so aus, als kommt da gute Unterstützung her, die auch sehr erdend wird. Hier habe ich die guten Nachrichten. Allerdings auch mit einer kleinen Warnung. Wir dürfen alles, was an Kommunikation über den Tisch geht, sagen wir so.
oder alles, wo ihr mit Briefen, Dokumenten, Gesprächen zu tun habt, Konversationen jeglicher Art, die Ohren spitzen, zwischen den Zeilen lesen und auch gucken, wo etwas zu oberflächlich wirkt, ne? Wo man noch mehr Wissen braucht. Ich habe Entscheidungen, die anstehen, die betreffen irgendwie das Leben, die betreffen möglicherweise die Vitalität. Es ist hier viel Bewegung auf jeden Fall in allen Lebensbereichen. Gute Möglichkeiten, Leute, die auch hier wieder sehr helfen, um Erdung reinzubringen. Das, was wir hier entscheiden dürfen oder was sich hier auf den Weg macht, hat auch wieder sehr vieles mit dem Außen zu tun. Das Außen liefert uns immer die Faktoren, die wir nicht kontrollieren können, die wir nicht in der Hand haben. Aber hier gibt es auch zum Beispiel Entscheidungen bei denen Themen, die ja einfach, ich sage mal, blockierend wirken oder wo nicht schnell was vorangeht, wo auch langfristig hier gute Ergebnisse kommen. Der Baum liegt hier im Hause der Sterne drin. Also auch sehr gute Qualität für ein bisschen Glück und Magie, für Visionen, die man auch umsetzen kann. Möglichkeiten auch, die Abendstunden zu erleichtern. Das geht ja an die, die schlecht schlafen oder viel grübeln. Hier gibt es einiges zu tun, einiges auf den Weg zu bringen, was jetzt Verträge, Beziehungsthemen anbelangt, Verbindungen jeglicher Art. Ich habe hier die guten Nachrichten, die Entscheidungsmöglichkeiten. Ich habe Wissen, das sich auftut. Also wenn es jemand irgendwie an Info fehlt, so kommt die hier rein, ermöglicht auch neue Türen zu öffnen. Ein Gefühl so von der To-Do-Liste, ich hake es ab, jetzt weiß ich's. Info scheint an sich wichtig zu sein für die nächste Woche, also holt euch überall Infos ein, wo ihr, sage mal, nicht so richtig wisst. Es gibt so viele Bereiche im Leben, da weiß man einfach die Dinge nicht, weil sie fachspezifisch sind. Und hier eröffnet sich etwas, das gut weiterhilft auf dem kurzen Weg. Aber wie gesagt, genau hingucken, mit dem ganzen Kopf dabei sein, zwischen den Zeilen lesen. Die Veränderungen, die hier auf den Weg gebracht werden, ja, die enden mit dem Schlüssel im Haus des Hundes auch auf Langfristigkeit, ne? Das ist jetzt kein kurzes Ergebnis, sondern es beginnt ein Weg, Schritt für Schritt, und den haben wir hier mit dem Sicherheitsschlüssel auf jeden Fall in so einer Position, in der man, naja, ich sag mal so ein bisschen aus der Unsicherheit oder aus dem Unwissen heraus in die gute Energie von ich fühle mich gut damit kommt. Ich muss mal ein bisschen weiter runter. Ich weiß, es kann kein Mensch mehr hören, aber das sind halt unsere Wurzeln. Ich habe hier im Hause der Familien drin das Karma-Kreuz liegen. Es sind Personen in der Spiegelung der männlichen Ahnenlinie oder der männlichen DNA. Ich habe den Bären, den Hund. Und es geht irgendwie um Themen, die in Fahrt kommen dürfen. Es geht um das Erbe einer Generation. Es geht auch darum, so bestimmte Themenkreisläufe, die man mit dem, ja, wie sage ich denn, mit dem Leben hat oder mit den Lebensthemen, ne?
Das ist ja immer unterschiedlich und wird ja auch in der Kindheit schon geprägt, aber hier liegt die gute Auflösung drauf. Wir kommen da immer ein Stück weiter in den Themen und wenn sie sich nicht zeigen würden, könnten wir hier auch nichts verändern. So, wir haben in unserem Hause das Schiff drin. Wir korrespondieren mit dem Schiff. Das heißt, wir kommen so ein bisschen besser in den Flow. Wir sind unterwegs. Wir gucken vielleicht auch die Geschichte unseres Lebens, unserer Lebensreise immer wieder ein Stückchen genauer an. Haben hier Erkenntnisse, schöpfen auch aus unserem Erfahrungspotenzial. Es kann für den einen oder anderen sein, hier stehen Gespräche an mit der Familie oder auch mit den Familienmitgliedern. Themen, wo man gemeinsam an einem Strang zieht oder wo man eine gemeinsame Entscheidung treffen darf. Im Hause des Gegenübers liegen die Blumen drin. Also hier darf man mit sehr viel Bewegung rechnen, die wieder zum Aufblühen bringen lässt, auch mit Entwicklungen in die Richtung, nach der die Fragen sind vom Gegenüber. Möglicherweise wird der eine oder andere zu einer Reise eingeladen, mit jemand zusammen, zu einem Freund oder mit einem Freund oder irgendwie mit der Family, kann hier auch sein. Ich habe, und das ist jetzt auch sehr speziell, für alle die Nähe des Krafttiers oder des Geistführers sehr präsent. Ja? Also ich hatte letzte Woche etwas erlebt, das muss ich euch erzählen. Ich habe auf Bernd gewartet. Der kam erst abends vom Krankenhaus zurück und ich habe ein bisschen gestrickt und es war ganz still. Und ihr glaubt es nicht, aber bei uns in der Wohnung sind ja viele Instrumente und es hängt unter anderem ein Banjo an der Wand und das hat auf einmal einen Ton angeschlagen. Und ich dachte dann, na, wenn das kein Zeichen ist, klar, es kann alles auch Physik sein oder was weiß ich, aber wenn ein Mensch so eine Einstellung hat wie ich, dann achtest du halt auf das. Ich habe noch nie gehört, dass eine Gitarre oder ein Saiteninstrument eine Saite von alleine anspielt. Und es hatte dann auch keine 5 Minuten gedauert, kam ja auch schon mit dem Wagen da an und ja, es war irgendwie ulkig. Aber sowas, auf solche Zeichen könnt ihr hier achten. Die Präsenz ist sehr nahe, also man darf sich hier beschützt fühlen. Hier zeigen sich Beschützer, ja, oder schützende Personen. Die halten hier so ein bisschen die Hand mit drauf. Das kann jetzt aus der geistigen Welt sein, aber es kann auch wirklich sein, dass das jemand ist, der plötzlich auftaucht, der so unterstützend wirkt, der vielleicht auch diese Funktion hat, wo du dich mal anlehnen kannst und dich aussprechen oder Kraft schöpfen, abgeben. Ja, hier sind so die Fragen im beruflichen Bereich. Das Berufliche, die Berufung, die Berufskarte liegt hier, ich habe ein blödes Bild, verzeiht's mir, liegt hier ein bisschen mit offenen Fragen, mit Bewegungen und Veränderungen auch am finanziellen Bereich. Die Berufskarte liegt im Hause des Schicksals drin. Wir haben hier in der Korrespondenz den Sarg. Hier habe ich auch wieder, dass man vielleicht berufliche Umschwünge hat, dass man da guckt, wie kriege ich das finanziell auch hin. Wo muss ich vielleicht ein bisschen mehr in Fahrt kommen, wo muss ich runterschrauben, wo kann ich mir überhaupt erlauben, auch mit den Finanzen hier so zu buxieren, dass ich Veränderungen vornehmen kann in einem Kreislauf, der beruflich sich zeigt. Ihr wisst, für alle anderen ist das Thema, an denen, oder die Themen, an denen ihr arbeitet. Aber ich habe so das Gefühl, hier zeigt sich im weitesten Sinne das Wort Zusammenhalt. Ja? Ob im beruflichen Bereich oder auch in der Berufung.
Es wird hier das Thema Zusammenhalt angezeigt. Ich habe hier auch Umbrüche, wenn ihr Kinder habt, ja, die können hier plötzlich andere Wege gehen. Hier liegen sie mit den Blumen, vielleicht ist es eine kurze Unklarheit, auch finanzieller Art, aber wir haben hier tatsächlich auch Veränderungen am beruflichen Bereich oder etwas, was eben auf uns mit einspielt. Denkt immer dran, Kollektivorakel. Ich kann es nur so deuten, wie die kollektive Energie liegt. Alle, die mit dem Thema Liebe eins haben, so habe ich hier Klarheit in allen Herzensangelegenheiten. Es geht sehr stark um die Emotionen, um spezielle Partner auch, Seelenpartner, Seelenfreunde, Seelenfamilie. Die Liebe liegt hier im Haus des Turmes, aber sie liegt sehr gut mit der Spiegelung, mit dem Ring. Das heißt, es entstehen ja auch Wege in der Liebe zu Dingen, die man halt umstrukturiert oder ja, wo man auch Wunden ein bisschen verarbeiten kann oder beiseite lassen kann, so dass sie nicht diesen Faktor haben, dass sie so stark immer wieder triggern, sag ich mal so. An sich, wenn man sich diese Linie so anguckt, geht es sehr viel um schicksalshafte Familienthemen. Vielleicht auch das Erbe einer Generation, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Die Themen der Familie und die Beziehungen zueinander und miteinander und der Zusammenhalt. Und das ist das, was hier angezeigt wird. Hier liegt sehr viel Klärung für die nächste Woche und ich sag mal, du hast so eine To-Do-Liste und du streichst ab, welche Möglichkeiten gibt es und wo lasse ich lieber die Finger davon. Was ich hier auch sehe, ist, dass man vielleicht sehr viel mit dem verbindlichen Geld zu klären hat oder irgendwie versucht, Verluste auszubügeln oder zu vermeiden, also die finanzielle Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und hier im Haus der Finanzen natürlich die Veränderung drin. Die Ringelblume habe ich hier für uns. Hier geht es um das Fühlen, um die Empathie, um die Wärme, um die gute Energie. Die haben wir auch hier oben. Also überall, wo man vielleicht auch mal überfordert ist mit dem vielen Denken, ist es hier wichtig, mal nur zu fühlen. So, was habe ich hier? Ich habe 2 Krafttiere, ihr Lieben, die nehmen wir auch beide. Ich habe hier das Chamäleon, die Energiewahrnehmung, und den Igel, der mit dem Thema Abgrenzung zu tun hat. Also, wenn es hier viel zu tun gibt im Familienbereich oder auf der Arbeit oder irgendwer, der euch in Beschlag nimmt, oder Themen auch, die euch abends oder in der Nacht quälen, dann habt ihr hier das Eindeutige, hier halt mal Stopp. Guck mal, wo du für dich auch Zeit brauchst. Das trifft ja natürlich auch 100% auf mich. Und es geht auch um den eigenen Seelenplan, ne? Es geht nicht nur um die anderen. Und es geht sehr viel um Intuition, Wahrnehmung, Energien, die man lenkt, Signale, die man sendet. Das Chamäleon wechselt ja die Farbe und passt sich der Umgebung auch an. Es geht hier auch darum, dass man eben gut beobachtet, bevor man handelt. Also in der Stille zu gucken, die feinsinnige Wahrnehmung zu aktivieren, den 7. Sinn entfalten und aufblühen lassen. Also es sind feine Energien, ne? Und im Prinzip ist es so,
dass man irgendwie auch lernt, die richtigen Signale auszusenden, dass man sich eingebunden fühlt ins große Ganze und dass man sich individuell und harmonisch, innerlich und äußerlich an die aktuellen Umstände anpassen kann. Hier darf man sich auch ein bisschen für ungeahnte Möglichkeiten öffnen, ne? Die Energie, die hier am Anfang liegt, die ist eigentlich sehr gut. Es kommt halt darauf an, ob wir ihr den Rücken zudrehen oder ob wir uns öffnen. Ja, zum Igel an sich brauche ich nicht viel zu sagen, ne? Der hat Stacheln, der kann sich einigeln und sich zurückziehen in sich, ne? Er formt sich zu so einer Kugel zusammen und macht sich nicht angreifbar. Und er lehrt einfach, dass man gut für sich sorgen soll und sich abgrenzen. Und ja, es gibt einfach so einen Weg ins Glück, der beginnt, aber man muss halt eben nicht in der Zerstreuung sein, sondern in dem, dass man auch einfach den Glauben behalten kann. Schauen wir noch eine tiefere Karte an, dann dürft ihr noch dranbleiben für ein kleines Auswahlorakel. Und auch hier noch die Stille, ne? Das ist so eine Woche, da könnte sehr viel Bewegung sein. Man hat hier zu tun und muss regeln und machen. Aber es ist halt hier jetzt in allen 3 Karten der Fall, dass man in der Stille die Antworten kriegt und in der Ruhe die Kraft auch liegt. Immer wieder Auszeiten nehmen, entspannen, entschleunigen. Timing ist ja auch sehr wichtig. Die Dinge reifen lassen, instand setzen, durchdenken, Brücken schlagen und durchhalten, ist ja auch angezeigt, ne? Hier kommt dann nach der gefrorenen Tundra auch bald das Tauwetter und bei diesem Tauwetter kommt wieder Leben zum Wachstum und alles erwacht wieder neu. Wunderbar, ihr Lieben, das lassen wir so stehen. Entschuldigt nochmal das Bild, ich habe hier die Kamera nicht gut eingestellt. Ich danke euch fürs Zuhören, wir hören uns am Sonntag wieder. Wer noch eine persönliche Inspiration will, bleibt bitte dran. Für den Rest, bis bald. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Bin ziemlich genervt. Hier draußen kaum scheint ein bisschen die Sonne. Ich meine, hier ist es trotzdem noch kalt. Gehen diese kleinen Geräte da an. Und das macht den ganzen Tag. Aber ich habe gerne das Fenster offen beim Arbeiten. Und dann hört man das halt. Aber nachher mache ich es dann auch zu, weil es nervt tatsächlich. Okay, wollen wir mal schauen, was wir hier für Themen als Impuls noch kriegen für unsere neue Woche. Die Vögel lasse ich dann drauf springen, weil man die sieht. Ich nehme mal, weil wir ja so viele Familienthemen wieder drin hatten, die Einhornkarten. Da sind einige an Familiensachen drin und bin mal gespannt, ob dann auch tatsächlich welche rauskommen oder ob wir uns überraschen lassen sollen. So, dabei belassen wir es mal. Die lege ich mir gleich hier hin, dass ich sie nicht vergesse. Dann dürft ihr wählen. Ich nehme den silbernen Buddha und wir schauen. So. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Wir haben hier die Unsicherheit. Es geht so ein bisschen drum, zu wählen, wohin man will, wer man sein will. Und
man braucht hier keine Angst vor Herausforderungen zu haben, denn wir sollen uns an unsere eigene Kraft erinnern. Wir sind nicht erlegen, ne? Oder auch wenn wir Unsicherheit verspüren oder die Situation im Moment so ist, brauchen wir keine Angst haben. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Hier haben wir die Geschäftsvorhaben. Das hatten wir ja im großen Blatt auch angezeigt. Und die Karte sagt hier, vertraue und gehe voran in Bezug auf ein neues Geschäftsvorhaben oder eine berufliche Chance. Ja, die emotionale Genesung steht hier an. Herzschmerzheilung, Empfangen von Liebe oder guter Energie. Wir haben hier einen Schritt nach dem anderen, das passt sehr gut, ne? Wenn wir so Berge vor uns haben, denken wir an den Regenbogen, der uns hier Hoffnung symbolisiert. Und die Karte sagt uns, viele kleine Schritte lassen große Träume wahr werden. Also Schritt für Schritt weitergehen. Wir haben die echten Freunde, das habe ich gerade vorhin gesagt. Echte Freunde halten immer zusammen. Es geht einfach um Unterstützung und Zusammenhalt. Das ist ein kostbares Gut, denn das ist heute fast nicht mehr vorhanden. Auch ich habe das jetzt diese Woche wieder erfahren dürfen. Es ist wirklich bitter, wie viel von denen, die, ja, ich sag mal, denen du vertraust, dann da sind, wenn es an Tatkraft geht. Und hier darf man auch nochmal mit der weißen Rose sehr viel Klärung erfahren. Und man darf tatsächlich negativen Menschen oder Erfahrungen, die darf man weglassen, ne? Und damit auch den wahren Frieden finden für das, was man hat. Super. Dann die Vögelchen, der Wellensittich. Ich bringe dir Lebendigkeit, Leichtigkeit, Herzensfreude und Vergnügen. Ich erinnere dich an die reine Freude am Dasein. Veränderungen im Privatleben und auch im familiären Umfeld kündigen sich an. Das ist eigentlich in einer Karte gesagt, was das Wochenorakel offeriert hat. Gut, ihr Lieben, dann nehmen wir die andere Seite. Hier haben wir den roten Buddha. Was kriegt ihr gesagt? Ihr habt hier vielleicht einen enormen Aufwand, eine große Leistung, die ihr vollbringen müsst, Zeitdruck. Folge deinem eigenen Rat, vertraue dir selber. Du weißt am besten, was für dich gut ist. Und wir haben hier zweimal die Uhr. Es kann sein, ihr habt hier so ein bisschen Zeitdruck oder ihr seid in Eile. Irgendwie läuft die Uhr vielleicht auch für irgendetwas ab oder ihr fühlt euch gedrängt. Also bleibt bei euch. Hört auf eure eigene Stimme. Sei du selbst. Ihr seid hier vielleicht vor Situationen gestellt, wo ihr ganz authentisch sein dürft, weil das eben die Grundlage für eure persönliche Kraft ist. Ja, wir haben hier die Schwangerschaft, ne? Das ist so eine Karte, die kündigt in ungefähr das an, was das große Blatt gesagt hat. Es geht um Neubeginne, um etwas Kleines, was sich auf die Welt begibt und dann wachsen darf. Etwas, was auch Wachstum braucht im Leben. Und ihr habt ein Ja für eure Dinge, also ne, vertraue auf deinen eigenen Rat, sei du selbst. Themen mit den Großeltern sind hier im System zu sehen, vielleicht auch Wiederholungen, möglicherweise von Themen in den Generationslinien der Großeltern. Und ihr dürft hier um Hilfe bitten, mit anderen zusammenarbeiten, um Situationen zu lösen. Und am Ende habt ihr hier noch das Chakra Clearing. Das kann man bei YouTube auch finden als Meditation, um sich mal ganz auszureinigen. Und hier kommt tiefe Weisheit, wenn man das mal klärt, das Ganze, und sich wieder reinfühlt. Und man hat da auch die Verbindung zu sich selber wieder besser. Okay,
Die Vögel für diese Seite. Die Krähe. Ich habe Zugang zur anderen Welt und kündige dir Veränderungen an. Ich führe dich zur Spiritualität zurück und helfe dir, dein Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Okay, ihr Lieben, danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und bis Sonntag.